Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Leute. Ich habe die SD-Karte vergessen, also wundert euch nicht, eventuell ist die Videoqualität jetzt in diesem Vlog schlechter. Ich habe nur meine Not-SD-Karte dabei gehabt und die sind etwas minderwertig, weil ich da ein bisschen beim Einkaufen gespart habe. So viel zum Thema. Heute Morgen Vlog fertig geschnitten, wir haben heute Sonntag. Auf dem Sonntag hier Geras zu fahren, bringt ja nichts, nützt ja nichts. Wir sind aber hier weit auswärts von Dörfern, Häusern und Orten. Also mitten in der Prärie quasi. Und ja, letztendlich muss man sagen, wir brauchen den einen Tag, der ist ganz wichtig. Nächste Wochenende ist Ostern und wir wollen auch vor Ostern fertig werden. Also wirklich, Leute, an Ostern kommt das Baby. Ich hab das im Gespür. An Ostern kommt das Baby. Wenn wir jetzt richtig durchziehen, sind wir Freitagabend, da darf nichts kaputt gehen, sind wir Freitagabend fertig. Selbst wenn wir Samstag, Mittag oder so fertig sind, dann ist es so, aber dann haben wir noch Ostersonntag, Ostermontag für uns und unsere Familie. Ja, deswegen sind wir auch alle motiviert hier. Leider Gottes habe ich heute erstmal wieder nur 3 Zubringer, klappt aber bis jetzt ganz gut, nur 3 Zubringer. Der 4. ist ja ein Betrieb, der immer mitfährt. Der hat gestern Abend, leider Gottes, ist jemand krankheitstechnisch ausgefallen. Da muss ein Melker ersetzt werden, ist ja egal. Der ist heute nicht dabei, der ist morgen wieder dabei. Ansonsten fahren wir hier fleißig vor uns hin. Das ist hier, ja, da habe ich leider Gottes, da, was man jetzt sieht, da habe ich 16 Hektar verloren. Das war mit der Ausschreibung im Grünland mit bei, wo ich ja die Ausschreibung für mein Grünland auch verloren habe. Ja, nützt ja nicht, weg ist weg. Deswegen, also ihr seht auch hier ist es schon ein bisschen heller, hier habe ich schon total Herbizid gemacht. Der Kollege noch nicht, deswegen sieht man das so ein bisschen grün auch rausschimmern. Hier unten ist so ein bisschen weich, da unten, das sind so einen schönen Moorsenken, da wächst immer Mordsmais, aber im Frühjahr hat man da Probleme, immer Nährstoffe reinzukriegen. Denn der Vorteil an Moor ist einfach, dass es immer nass und der Nachteil an Moor ist, es ist einfach immer nass. Und das macht die Befahrbarkeit auch so schwierig. Grundsätzlich ist das ein Boden, der nicht wirklich gut trägt. Das ist einfach wie schwarzer Boden, den ihr so aus dem Gartenbaumarkt kennt. Der trägt nicht gut. Und das Problem ist, dieses Gespann verzeiht halt keine Fehler. Das heißt, wenn er einmal anfängt zu drehen, ja, dann kommen wir auch nicht mehr weg, weil das alles hier so schwer und klobig ist, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Und meistens ist es ja gar nicht, dass wir so richtig aufliegen oder uns richtig festfahren, sondern wir haben einfach die Stollen dann voller schmieriger Erde, dass wir nicht mehr vorwärts kommen. So ist das der Fall erstmal. Also, wir haben jetzt 123 Hektar fertig, 120 fehlen noch. Ja, wenn wir einen guten Tagesschnitt schaffen, wir haben gestern 20 geschafft, obwohl wir 2 Stunden festgefahren waren. Also eigentlich schaffen wir so 25 Hektar am Tag, 30, wenn alles richtig gut läuft, 20, wenn es schlecht läuft und wenn es ganz beschissen läuft, 15. So, das ist eigentlich so unser Satz. Und dann kommt es natürlich extrem drauf an, wie viel Kubik wir fahren. Könnt ihr euch jetzt selber hochskalieren. Wenn du 30 Hektar machen willst, bei 25 Kubik sind es 750. Sind 750 Kubik am Tag. Bei 40 Kubik im Mittel sind es dann 1200 Kubik am Tag. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Mehrleistung ihr dann an Zubringer braucht für dieselbe Flächenleistung. Das ist halt der ganz, ganz große limitierende Faktor. Auf dieser Fläche fahren wir jetzt im Mittel 30 Kubik, das heißt 30 Hektar sind 900 Kubik am Tag. Das heißt, das sind auch schon ein paar Tonnen letztendlich, ja. Zum anderen Thema, und das fragt ihr auch regelmäßig, wie sieht es mit der Kultandüngung aus? Ich bin Kultan generell nicht abgeneigt und ich würde mich jetzt in diesem Jahr mich einfach mal bemühen, dass wir das nächstes Jahr so als Videoprojekt aufnehmen und dass ich dann nächstes Jahr meine Erfahrungen sammeln kann. Grundsätzlich schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was kostet so die ASL-Lösung aktuell? Was kostet das Gerät, was kostet das im Lohn? Dann nennt mir doch mal bitte 1, 2 namhafte Hersteller, die gute Geräte herstellen. Ja, und dann mache ich mich mal bei und würde zum nächsten Jahr dieses Thema für uns ganzheitlich erschließen. Das heißt, so wie ihr das gewohnt seid, dass wir uns bestimmte Themen annehmen, wir zeigen das, wir machen das mit Ertragsauswertung und. Beziehungsweise wir machen das mit den AKFs als Auswertung und. Weil der Ertrag ist nicht immer zwingend bei mir ja etwas, was man aussagen kann. Ja, weil ich habe halt scheiß Böden, will ich nicht sagen. Ich habe keine guten Böden, die können nicht gut Wasser speichern. Und oftmals ist es so, dass ein Stück dann 5 mm Nährniederschlag kriegt als der andere. Und dann das Ganze im Verhältnis zu legen, ist schwierig. Und dann sind die Böden noch so heterogen, dass man auch angelegte AB-Versuche auch nicht auswerten kann, weil
Einer hat eine Senke mehr drin als der andere und schon ist das ganze Ergebnis verfälscht. Ja, im Gesamten. Und dann weiß ich nicht, wenn ihr vielleicht ein paar nette Studien habt oder so, die man sich durchlesen könnt. Wie gesagt, ich bin immer eigentlich für alles offen und würde mir das Ganze dann mal annehmen und dass wir das nächstes Jahr thematisch dann mal uns erschließen. Oh, schmierig. Schwierig und schmierig. Langsamer fahren, erhöht die Traktion, Leute. Stollen füllen sich dann mehr. Ho. Ho. Ich frage mich, wo kommen die her? Den haben wir doch in den letzten Jahren beim Striptease nicht hochgeholt. Der war mächtig, der Kollege eben. Also der hatte seine gute 400, 500 Kilo, würde ich sagen. Gute halbe Tonne wird der wiegen. Wie kriegen wir den weg? Mit Teleskoplader und Palettengabel oder Silozange? Silozange ist aber immer so ein Ding, das ist oft so, dass da die Zinken abbrechen bei so einem Verfahren. Also mit der Palettengabel haben wir eigentlich so keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und jetzt ist auch wieder so eine Frage, wie dicht kann man fahren? Wisst ihr, Leute, was ich meine? Wie dicht kann man fahren? Ab wann wird es kriminell hier bei dem Stück? Weil ihr seht, da ist so eine kleine grüne Zone. Da habe ich das ausgelassen. Wegen Weichheit. Also ich glaube, das ist hier die letzte Bahn. Und ansonsten werde ich das auslassen. Das ist mir einfach zu heiß, hier 2 Stunden das Ding festzurammeln. Nur für diese 200, 300 Quadratmeter nasse Senke, dann sind da halt weniger Nährstoffe drin, dann ist das so. Weil da steht nämlich auch ein bisschen Wasser. Ja, das ist schon hier grenzwertig. Wenn ich euch das so zeige, das ist hier unten halt so eine Moorsenke. Man sieht ja auch hier die Spuren so. Das ist grenzwertig. Ich werde das jetzt weiträumig umfahren. Ich werde jetzt hier oben das auslassen. Wird dann am Ende so, keine Ahnung, 100 mal 200 Meter sein oder so, die ich auslasse. Aber keine Ahnung, das ist es ja nicht wert, sich dann hier festzufahren. Und das wird ja, oh, hier ist aber, oh, das ist eine ganz kriminelle Stelle jetzt hier. Das habe ich so nicht erwartet. Wir heben mal aus. Ja. Oh, das war weich. Leute, das wird fast gewesen. Das wird fast gewesen. Aber wenn man rechtzeitig und schnell aushebt, bevor die Stollen zu sind, sieht das ganz gut aus. Oh. Da wird einem aber auch heiß und kalt zugleich. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, das Kultanverfahren, das ist auf jeden Fall interessant. Das gucken wir uns zusammen an. Und ich glaube, das ist es auf jeden Fall auch wert, dass das ein Videoprojekt wird. Ich hatte immer Bedenken mit der Lagerung von dem ganzen Zeug, weil ich habe ja persönlich kein Lager und man braucht ja relativ viel Volumen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da 12 bis 14% Stickstoff drin. Das heißt, du brauchst für deine 120, 150 N, die ich so gebe, zusätzlich Gäres, sagen wir mal 100 N oder 120, brauchst du ja 1000 Liter pro Hektar. Aber wenn ich jetzt 200 Hektar Getreide habe, sind das 200 Tonnen. Aber es gibt ja auch diese Abfallwassersäcke, damit könnte man das lagern. Die sind ja auch sozusagen platzgeschützt und sowas. Und ich glaube, für kurzfristige Lagerung ist das möglich, sodass man dann damit arbeiten könnte. Weil dafür ein Lager bauen, das spielt es ja letztendlich nicht ein an den Ersparnissen. Ne? Also das ist es ja definitiv nicht wert. Aber da könnt ihr mir gerne mal schreiben mit den Erfahrungsberichten, wie es da mit euch aussieht. So, kommen wir noch zu ein paar Thematiken von den letzten Folgen. Zum Bereich Drehzahlbegrenzung. Ja, Hannes, du kannst hier eine Drehzahlbegrenzung reinmachen, dann tut der Motor nicht so hoch, dann dreht die Zapfwelle nicht so. Ich weiß das. So, das ist mir ja bewusst. Ich bin ja schon viele Jahre 8R gefahren. Aber man limitiert ihn ja nicht nur in der Drehzahl, sondern auch in der Leistung. Das heißt, der erhöht ja die Drehzahl, weil er mehr ziehen muss. Ja, der muss ja dann schwerer ziehen und deswegen erhöht er die Motordrehzahl. Wenn ich ihm das limitiere, dann fehlt ihm ja die Leistung, um durchzuziehen. Und das ist ja ein bisschen schwierig, das ist ja kontraproduktiv. Deswegen, ich habe da schon viel umher experimentiert mit Drehzahlbegrenzung, das ist mir bewusst. Aber so richtig kann man ihm da auch nicht die Luft abschnüren, der braucht das schon. Ja? Also der braucht das schon, die Drehzahl. Wenn ich das jetzt auf 1600 begrenze, dann geht hier gar nichts mehr. Also ja, klar, man kann Drehzahl begrenzen, aber wenn man dann richtig, ich sag mal, Drehzahl an eine Zapfwelle einsparen wollen würde, dann bräuchte man eine 45er Zapfwelle oder sowas um den Dreh. Dann sieht die ganze Welt anders aus. Zum anderen Joystick-Belegung, und zwar, aber das wurde mir letztendlich auch einfach falsch erklärt, muss ich euch ganz ehrlich sagen.
mir wurde gesagt, man kann nur die Einfachtasten belegen beim Joystick, aber das ist Quatsch. Man kann hier oben auf den Pfeil gehen und dann kann man sagen, unabhängiger Modus, dann tippt man die an und dann kann man alle Tasten sozusagen dann auch mit Isobus belegen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen das Getriebe. Mir wird gesagt, ist ähnlich aufgebaut wie ein E23 mit elektrischen Komponenten. Wenn man jetzt im Ganzen aber mal nachguckt, oder ihr habt das ja auch geschrieben, also im Prinzip ist es wie das Autopower-Getriebe, nur die hydraulischen Komponenten wurden mit elektrischen Komponenten ersetzt. So viel noch dazu aus der letzten Folge. Das ist nochmal wichtig, glaube ich, zu sagen, um das auch klarzustellen. Dann, ja, und das verstehe ich manchmal auch nicht. Er macht dieses automatische Aufzeichnen von Isobus. Also das Isobus-Gerät sagt ihm, wann er aufzeichnen muss und wann nicht. Jetzt ist das so, jetzt hat das den ganzen Morgen hier funktioniert mit den Spuren und jetzt wieder nicht mehr. Und ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Also seit 2 Fässern zeichnet er das jetzt nicht mehr auf und ich weiß nicht warum. Also es ist normalerweise so, dass er das vollautomatisch macht. Also natürlich kann ich das so einstellen, dass wenn ich den Autopilot reinmache, dann zeichnet er das Ganze auf, wenn er was ausbringt. Und wenn ich den ja wieder rausnehme, den Autopilot, dann hört er wieder auf. Es ist aber auch so, dass das Isobus ihm ja automatisch kommuniziert, wenn er was ausbringt. Das heißt, ich löse ja sozusagen das Ausbringverfahren aus. Und wenn er jetzt den Schieber für Ausbringen öffnet, dann fängt er hier an aufzuzeichnen. Und dann sehe ich sozusagen, egal ob Autopilot drin ist oder nicht, ab wann kamen Gärreste und ab wann nicht. Komischerweise habe ich aber auch wirklich nur bei John Deere damit Probleme. Also jetzt über die letzten Generationen John Deere war es immer mal so, dass das manchmal mit Neustart behoben werden konnte. Manchmal musste man mit dem Hauptstecker, mit dem Hauptschalter mal einmal aus- und anmachen und dann ging es wieder. Und letztens war es auch so, ohne irgendwas zu verändern. Und es steht ja auf Auto, seht ihr? Also es steht ja auf Automatik. Und er zeichnet normalerweise jetzt automatisch auf. Aber ohne was zu verändern ging es dann mit einmal letztens. So. Die Punkte waren noch wichtig. So, wir müssen hier auch mal ein bisschen die Abendstimmung aufnehmen am nächsten Tag. Wir sind in Funklochhausen, Leute. Fläche in Funklochhausen, hier 52 Hektar. Auch schon ein schönes Stück eigentlich, aber Gott sei Dank wurde die Straße gemacht, das ist auch ziemlich weit weg. Wir sind gut vorangekommen heute. Heute fahre ich mal Zubringer. Ich habe nämlich heute Vormittag Merch abgearbeitet. Das ist Detlef für mich gefahren, Gott sei Dank. Und erstmal vielen Dank, Leute, für die ganzen Leute, die bei uns bestellt haben. Mega. Also so krass viele Bestellungen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich gebe Gas, damit das alles auch vor Ostern rauskommt. Damit habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet, dass jetzt so viele Bestellungen sind. Also ich habe gedacht, da kommt ein paar rein, aber dass es jetzt echt so ein krasses Ausmaß wieder angenommen hat. Vielen Dank euch auf jeden Fall für die Bestellung. Ansonsten, ja, wir kämpfen uns hier voran. Wir haben heute Montag. Wir bleiben im Plan. Das heißt, wenn wir jeden Tag 20 Hektar schaffen, wir müssen nicht 22 müssen wir jeden Tag schaffen. Wir müssen jeden Tag 22 Hektar schaffen. Heute haben wir unseren Soll erfüllt. Dann sind wir Freitagabend fertig. Klar, wir müssen Karfreitag arbeiten, aber wir haben dann Ostern alles komplett für uns. Ja, und mein Plan steht nach wie vor. Am Samstag werde ich dann Pflanzenschutz machen. Ja, und am Sonntag kommt das Baby. Ich sage das schon die ganze Zeit immer und die sagt schon immer, das weißt du doch noch gar nicht. Ich sage, das ist schon so, das steht fest, Sonntag kommt das Baby. Ich hoffe wirklich, das kommt Sonntag. Dann sagt sie auch, warum muss es denn Sonntag kommen? Dann sage ich zu ihr, naja, dann haben wir ja Montag noch, ist ja ein Feiertag und am Dienstag kann man ja wieder arbeiten. Kleiner Spaß. Ja, kleiner Spaß. Aber auf jeden Fall, so ist erstmal der Plan. Das lief gut und das lief auch gestern ganz gut mit dem Striptill. Außer, und das muss ich euch nochmal am Striptill zeigen, außer wenn wir großen Stein finden und der Scherbolzen von so einem Schar kommt. Dann haben wir nämlich das Problem, und das zeige ich euch nochmal beim Striptill, dann knickt das ganze Schar nach hinten und verklemmt sich in den Rädern. Also von diesen, die da rollen. Und manchmal kriegt man es runter und manchmal muss man aber auch die Räder auseinanderschrauben, damit man ein bisschen Luft hat, damit das wieder vorbeidreht. Da muss ich euch mal am Gerät zeigen. Und da verlieren wir richtig Zeit, wenn das mal kommt. Also ich sag mal, nur Scherbolzen tauschen, große Schraube lösen, Scherbolzen rein, fertig, weiter geht. Sag ich mal, sind wir mit 10 Minuten. Dadurch, dass sich das verklemmt, sind wir wirklich so bei einer Dreiviertelstunde bis Stunde. Ne?
bis wir das wieder im Griff haben. Ja, so viel dazu. Ich nehme euch morgen früh, glaube ich, nochmal, morgen früh muss ich ein paar Aufträge drucken, mache wieder Merch. Also ich mache selben Ablauf wie heute ungefähr auch. Dann haben wir nochmal einen Termin in der Klinik, so ein Vorsorgegespräch oder so ein Vorgespräch. Und dann arbeite ich wieder bis 14 Uhr ungefähr Merch ab und dann fahre ich wieder weiter. So ist erstmal der Plan. Und ab Mittwoch fahre ich dann nochmal 3 Tage Striptool. Dann mache ich nochmal die Endaufnahmen von dem 8R. Also vom 8R wird es nochmal ein Video geben, wo ich den nochmal vorstelle, wo ich nochmal Bedienung zeige, wo ich nochmal für und wieder. Und nach den 14 Tagen, achso, ich habe euch das gar nicht erzählt. Ich habe den noch für eine weitere Woche gemietet. Der läuft so gut davor und ich wollte jetzt einfach auch keine Technik umhängen. Und ich bin so zufrieden mit dem Teil. Das läuft einfach bombastisch. Alleine wie der K50 Kugelkopf da hinten an der Aufhängung dran liegt. Das ist so ein bisschen ein anderer Kugelkopf, den muss ich euch nochmal zeigen. Allein wie der da hinten dran liegt, mega. Und von daher sage ich euch, so wie das ist, habe ich den jetzt noch für eine Woche gemietet. Habe nochmal Geld in die Runde geworfen. Ja, ist eine Hammermaschine. Also im Großen und Ganzen ist das eine wahnsinnig gute Maschine. Der ist zugstark, der ist komfortabel. Wenn der noch eine 45er Zapfwelle hätte, das wäre noch eine 10 von 10, das sage ich euch so, wie das ist. Jo, von daher lasse ich mich jetzt gleich mal abpumpen. Und dann, ja, viele fragen immer noch, was musst du machen, um dich abpumpen zu lassen? Da einmal den Trichter auf Aufdrücken. Kann euch das, glaube ich, aber obwohl habe ich letztens schon das Ergebnis von draußen gezeigt. Da muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Das ist aber auch, der sieht auch wirklich gut aus, ne? Mit den Tagfahrlichtern, mit dem Design. Das macht auch einfach was her für dich. Ich finde das einfach phänomenal, das Ding. So, er macht Rundumleuchte an. Heißt, komm mit lang. Wir kommen mit lang. Auch ein schönes Arbeitsbild. Wirklich schönes Arbeitsbild. Ich habe jetzt nochmal neue Scharspitzen bestellt. Die müssen wir wahrscheinlich Mittwoch früh rauf machen. Vor allen Dingen hier ist auch steinfreier Boden und man sieht das auch, wie ruhig das Gerät liegt. Ne? Also wenn wir bei mir zu Hause sind, ja, wir sind ja bei mir zu Hause, aber wir sind hier 12 Kilometer vom Standort weg und hier sind weniger Steine. Wenn wir bei mir direkt im Ort sind, dann geht das Ding da hinten wie eine Orgel. Ja, macht einen schönen Job, sieht echt gut aus, gefällt mir. Und mich freut halt auch total, dass wir so früh fertig sind. Also wir sind Ende März fertig und mir sagt das total zu. Ich habe damit überhaupt keine Bedrängnis jetzt mehr. Was war das sonst immer für ein Krampf? Mit Pflanzenschutz parallel, nachts spritzen, tagsüber Stripte fahren. Da bleibst ja kein Mensch mehr. Und jetzt habe ich vorgearbeitet gehabt. Jetzt hatte ich aber ein bisschen Glück mit Raps, mit Pflanzenschutz, dass jetzt keine Insekten geflogen sind, weil die ganze Zeit so kalt war. Da hatte ich jetzt echt ein bisschen Glück. Aber ansonsten sage ich euch, so wie das ist, gefällt mir das richtig, richtig gut. Also ich werde nächstes Jahr auch wieder genauso um den Dreh anfangen, 15, vielleicht um 10. sogar, damit man einfach weniger Druck hat. Wir haben dann hinten raus weniger Druck, wenn wir jetzt weiterarbeiten. Und ach so, ein Punkt war noch letztens wegen den Mengen aktuell. Und zwar habe ich gestern hatten wir 18.000 Kubik dieses Jahr gefahren mit knapp 800 Hektar. Und bin ich zu weit weg? Oh, ich glaube, ich bin zu weit weggefahren. Knapp 18.000 Kubik. Heute müssten wir ja dann irgendwo, also wir waren gestern früh bei 17,9 oder so in diesem Jahr. Also wir könnten jetzt so bei 18,6, 18,7 sein. Ende der Woche sind wir ungefähr bei 22. Da geht einiges dieses Jahr und dann kommen nochmal, ja, wahrscheinlich nochmal so 15.000, 20.000, bis der Mais in der Erde ist. So, genau, Zeiger wackelt, wird abgepumpt. Also, da sind wir ungefähr, also das heißt, so nach der Striptill-Saison haben wir über 1100 Hektar ungefähr drauf. Na, eigentlich reicht das gar nicht. 1200 Hektar, die ist ja schon weg. Das ist natürlich eine wunderbare Auslastung und das vergünstigt mir selber die Gülletechnik enorm.
spielt mir komplett in die Karten. Kannst du alles weiter trotzdem mechanisieren. Du hast eine wunderbare Auslastung, dass die Kosten reduziert werden, weiter reduziert werden. Und die Auslastung ist auch so, dass man in einer relativ zügigen Investitionsschwelle bleiben kann. Also so alle 5, 6 Jahre kann man dann wieder auf einen neuen Step für eine neue Technik gehen, weil einfach die Auslastung da ist. Und das ist natürlich zu begrüßen. Und das ist natürlich auch jetzt gerade, wo die Preise nochmal wieder steigen für neue Technik. Gut, das hier ist ja im Prinzip alles, also das Fass ist ja noch weit vor Corona unterschrieben und da bin ich eigentlich total dankbar. Weit nicht ein halbes Jahr vor Corona unterschrieben und danach, also weit vor der Preisexplosion, bin ich total dankbar. Generell, dass ich so viel Technik vor der Corona-Debatte unterschrieben hatte, dass ich da nochmal investiert hatte, bin ich total dankbar. Da kann ich jetzt bei der aktuellen Situation ein bisschen aussitzen, die ganze Variante, und auch kann ein bisschen ruhiger schlafen, glaube ich, auch wie der eine oder andere, der jetzt vielleicht für eine Mittelklasse-Trecker 3.500, 4.500 Euro berappen muss im Monat. Das ist schon von Vorteil. Von daher, ich sage euch, ich wünsche erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns morgen früh weiter wieder, wahrscheinlich vom Hof. Ja, muss ja gucken, was ich euch zeige. Ich wollte die Tage noch eine AKF drehen. Raps ist gerade eigentlich eine spannende Phase. Der geht jetzt, ist kurz vorm Strecken bei mir. Woanders ist er schon gestreckt, aber MacPom kurz vorm Strecken. Der Direktsaat Raps, ich fahre da jetzt die ganze Zeit dran vorbei. Der sieht immer besser aus. Ich habe da ein paar Fehler gemacht letztes Jahr, das weiß ich inzwischen so, dass ich da den Feldaufgang noch ein bisschen verbessern kann. Aber gerade der nach dem Weizen in der Erde kam, der sieht einfach Bombe aus. Ey. Der sieht so geil aus. Ich bin da auch letztendlich gespannt, wie der performt, und hoffentlich kriegt er auch Wasser, damit er auch liefern kann. Aber den muss ich euch zeigen, der hat sich wirklich gut entwickelt. Und dann muss ich euch nochmal, ich habe letztens noch mal eine Wurzel ausgegraben, die auch nochmal zeigen, wie gut die aussieht. Und ich überlege schon die ganzen Tage, wo ich in der Nähe vielleicht einen Flugraps habe. Aber hier flücht keiner mehr so richtig vor Raps. Muss man ein bisschen rumgucken. Um euch das mal im Vergleich für die Wurzel zu sagen. Also ja, ich habe weniger Pfahlwurzel, teilweise auch gar keine, aber dafür ist die Wurzel so richtig krass buschig. Ja? Und die Wurzel sieht gut aus. Leute, ich zeige euch das, wenn wir auf dem Acker sind. Bis dann. Jo Leute, jeden Tag auf was Neues. Immer einen neuen Ärger mit mir. Ein neuer Ärger mit mir. Jetzt habe ich meine Drohne mit. Da unten liegt sie. Und mache gleich noch Drohnenaufnahmen für euch. Und habe jetzt aber meine GoPro vergessen. Die ist jetzt im Auto. Nichtsdestotrotz drehe ich einmal den Bildschirm. Zack, da rollt er. Leute, wir sind richtig gut vorangekommen. Gestern, selbst im Funklochhausen 22 Hektar, obwohl wir ewig weit weg sind. So, jetzt fahre ich jetzt schon seit 2 Tagen Zubringer, arbeite immer bis mittags im Büro und Merch. Und jetzt fährt da der Zubringer, Quatsch, der Ausbringer. Wir ziehen uns sozusagen noch einen anderen Fahrer ran, der auch woanders noch fahren muss. Tag und Nacht mit dem Ding. Ja, deswegen muss ich auch mal ein bisschen verzichten, selber so einen Teil zu fahren. Ich fahre aber auf jeden Fall noch übermorgen, also ich fahre die letzten 2 Tage, dann kann ich noch massig Aufnahmen für euch machen, das ist auch ganz wichtig. Also ich bin den auch schon mehr als eine Woche jetzt gefahren. Wir haben jetzt mehr als eine Woche geht noch nicht. Wir haben jetzt den 9. Tag mit dem 8R und ich bin den 5 Tage gefahren. Wir sind jetzt hier angekommen, auf dem Sand, ziemlicher Sand. Hier standen die Sonnenblumen, wenn ich euch das mal so zeigen darf. Und wir haben hier ganz leicht mit der Scheibenecke sind wir rübergefahren, damit wir hier die Sonnenblumenstängel zerkleinern können, weil die schieben ansonsten ein bisschen auf, weil die so lang reinrutschen und dann sich aufschieben. Wenn es so trockene Bedingungen sind wie hier, dann ist das alles gut, dann wäre das da durchgegangen. Aber morgens oder abends, wenn das so ein bisschen feuchter ist, wäre das gar nichts gewesen. Und von daher finde ich das schon eine gute Sache, was wir da gemacht haben. Haben wir gut gemacht, Hannes, haben wir gut gemacht. Ja, soweit erstmal. Wir sind nach wie vor am Plan. Wir werden Freitagabend vermutlich fertig. Bisschen Pflanzenschutz am Wochenende noch fahren und dann kann das Baby kommen. Mensch, dann sind wir soweit. Aber macht Laune, um ehrlich zu sein, muss ich ehrlich sagen. Wenn alt läuft und wenn alt heil bleibt, dann läuft das dieses Jahr echt gut. Oh, ich habe zu früh gesagt. Ich habe zu früh gesagt. Morgen früh müssen wir noch Scharfspitzen wechseln, die kamen heute an. Normalerweise hätte ich nämlich noch welche gehabt, die sollten auf einem anderen Betrieb liegen. Findet aber irgendwie keiner.
Ja, jetzt habe ich noch welche bestellt, habe noch 2 so eine anderen Rohre bestellt, 4 so eine anderen Rohre bestellt, die müssen wir noch tauschen. Und dann geht das seinen Gang und dann können wir auch ohne Probleme bis zum Ende durchfahren. Wir haben Stand heute Mittag noch 70 Hektar gehabt, jetzt sind bestimmt 6, 7 schon wieder weniger. Also Stand heute Abend, ich sag mal so 55 Hektar. Dann sind 45 sind für, also wir machen 45 noch für Mais. 10 machen wir für Hanf im Striptill Einzelkorn und 15 Hektar mache ich Hanf, also einen Teil werde ich da auch noch Einzelkorn machen, Direktsaat, ohne Striptill, mit Unterfuß, und dann möchte ich Gerste da im Bestand fahren. Möchte einfach gucken, ob das funktioniert. Der macht hier relativ schnell zu und der wächst ja auch relativ lange, ob man dann trotzdem so ein bisschen da die Nährstoffe nutzen kann oder ob man das auch so früh ausbringen muss. Geht mir einfach darum, um zu gucken, ob man so ein bisschen so die Arbeitsspitze jetzt gerade entschärfen kann. Ne? Also gut, Hanf müsste jetzt noch nicht rein. Der kommt so Ende April, Anfang Mai, Mitte April vielleicht rein. Und ein Teil werde ich ja in ganz normale Direktsaat drillen mit unserer mit der neuen, also noch nicht mit der neuen Direktsaatdrille, mit der Ersatz davon, weil die neue kommt erst im Juni. Davon gehe ich aus, dass das alles klappt. Bin schon gespannt, freue mich auch schon total, damit selber ein bisschen rumzufahren mit der Direktsaatdrille. Ich bin da, ich freue mich total, ey. Könnt ihr gar nicht glauben, was ich da schon für Ideen habe. Dann werde ich auf jeden Fall auch beim Hanf werde ich schon mal ein paar Nährstoffe mit reinnehmen. Ist er leer oder hat er einen Stein? Ah, einen Stein. Steinlein. Wir können gleich nochmal rausgehen, draußen nochmal uns den angucken. So, gucken wir uns das Ganze mal beim Vorbeifahren an und ich hoffe, die Windgeräusche sind erträglich. Was man auf jeden Fall sieht, gut, der andere Seite hat ein bisschen Erde, aber jetzt sieht man schon, heute sieht man ein ganz bisschen, wenn Geschwindigkeit fehlt, ein ganz bisschen Geraste an der Oberfläche. Er fährt ja momentan, wenn er reinlässt, oder fährt er hier und auch bei den Steinen ja überall ein bisschen langsamer. Und dadurch sieht man, sind ein bisschen Geraste teilweise an der Oberfläche. Wenn er jetzt schneller wird, sind die dann verschwunden. Das liegt daran, dass die Scharspitzen schon etwas verschlissen sind. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass wir noch welche hätten, woanders. Die haben wir aber leider nicht. Oh Gott, jetzt bin ich fast in die Geraste gerutscht. Jetzt, hier wird das schneller und dann sieht man, hier sind sie wieder verschwunden. Ja, müssen wir heute erstmal noch in Kauf nehmen. Morgen sieht das Ganze dann anders aus und morgen haben wir wieder neue Spitzen dran. Die gieren dann wieder richtig in den Boden rein. Also es merkt schon, neue Spitzen ziehen sich deutlich früher rein. Was man aber hier an meinem Boden gut sieht, ja, wie schnell der austrocknet, weil ich einfach nur für einen ollen Sand hier habe. Ja, wenn man sich das hier anguckt, hier werden am Wochenende Regen und trotzdem ist die Oberfläche jetzt schon wieder trocken. Ne? Ja, genau. So sieht es aus. Da fährt er und ich fahre erstmal eine neue Tour holen. Kann ich euch ja gleich noch mal ein bisschen was beim Pumpen zeigen hier mit dem Zuringer. Fragen auch einige. So, jetzt bin ich hier angekommen beim Pumpen. Wir haben hier immer unseren Nitrifikationshemmer. Der letzte, der gesaugt hat, der macht schon mal einen halben Liter voll. Das kippen wir jetzt hier rein und danach pumpen wir. Aktuell, viele fragen mal, was fährst du? Das sind alte Kanister. Aktuell fahre ich Visura, heißt das Mittel. Ich will jetzt hier aber keine Werbung machen, aber so heißt der. Dann klemme ich jetzt den Schlauch an. Ja, das mache ich jetzt hier gleich ohne Handy. Wenn jetzt wieder einer fragt, warum hast du das nicht gefilmt? Ja, soll ich das Handy mit den Augen halten oder was? So würde Janni jetzt sagen. Aber nee, ich kann es ja sonst nicht irgendwie anders halten, das Handy. So, jetzt ist die Reihenfolge eigentlich egal. Jetzt kann ich erst den Schieber aufmachen oder ich mache jetzt erst den Schieber hier auf. Jetzt mache ich erst den hier auf. Zack. Der Luftzug ist noch auf, Leute. Puh. Habe ich auf der letzten Biogasanlage immer nicht benutzt, deswegen ungewohnt. So, nochmal, das wäre ja beinahe in die Hose gegangen. So, hier wieder aufmachen. Dann mache ich den hier nach oben. So. Und jetzt ist das Schöne. Jetzt machen wir hier die Belüftung auf und stellen hier auf Saugen. Dadurch, dass er Load Sensing hat, fängt er auch direkt an und das war's schon.
So, wir haben jetzt hier drinnen nochmal komplett dasselbe Mischpult, sage ich jetzt mal so. Also wir können von hier auch pumpen, Arbeitsscheinwerfer anmachen, Schieber auf zu, Andocktrichter, das ist der oben, Ausbringschieber, Belüftung, also wir können auch alles hier machen. Und anscheinend gibt es hier noch Andockarme, die man auch mal betätigen könnte. Es ist jetzt so, wir füllen ungefähr bis da. Ja, es sind 30 Kubikfass und da sind 20 Kubik. Bis da füllen wir und dann fahren wir wieder weiter. Dieses Bedienterminal, was wir da haben, haben wir da dran, auf der Seite dran und hinten dran. Das ist so ganz geil eigentlich und das ist auch total bequem. Ja, man muss ja nicht vorher rein oder, na gut, beim Vakuum müsste man auch nicht vorher rein, kannst ja schon Vakuum aufbauen. Ich bin der Meinung, bei Zubringer, Stumpf ist Trumpf. Und da bin ich echt immer noch der Meinung, Svennys Kottefass war das Maß aller Dinge. Das war leicht, ja, war bis jetzt das leichteste Zubringerfass auf dem Hof, was wir überhaupt hatten bei 26,5 Kubik war das, hatte 26,5. War das leichteste. Die Vakuumpumpe ist ultra verschleißarm und wenn nicht, kann man da für einen schmalen Taler mal wieder eine neue raufpacken. Und ansonsten, auch bei Fremdkörpern oder so, hat man keine Probleme. Das Ganze mit Beschleuniger drückt das Ding noch relativ schnell voll. Bei unseren Annaburger mit den Vogelsangpumpen, ich habe dieses Jahr für ein Fass wieder gerade für 2.600 € netto ein Verschleißpaket spendiert. Ja, und da hängt mehr Technik unter, da ist einfach mehr dran an dem Ganzen und ich fand die Vakuumpumpe einfach, also nach wie vor würde ich sagen, wenn ihr fragt, welche Zubringerfass, ich würde mir nur noch einen von Kotte holen oder zumindest eins mit derselben Technik. Und das von Kotte war wirklich einfach und gut, schnell, pumpstark, schnell, hat sich top gefahren, lag richtig gut auf der Straße. Wir gucken nicht, dass wir das hier den Moment vertrödeln. Lag wirklich gut auf der Straße. Und will jetzt hier auch keine Werbung für Kotte machen, aber das war für mich das Fass als Zubringer. Wie gesagt, leicht, einfach, unanfällig und das lief durch. Ja. Und hier schleppt man auch eine Menge Gewicht und Technik mit umher. Und ich will nicht wissen, wie es nach 10 Jahren ist, wenn losgeht mit, Mensch, ich kann die Pumpe irgendwie nicht anschließen. Da sind meine Annaburger sind da schon ein bisschen geiler, da machst du einfach Druck auf die Pumpe und dann fängt die an zu pumpen und wenn aus, dann aus. Hier ist überall noch eine Steuerung mit einem Steuerblock und einem Hydraulikblock dazwischen. Das ist wirklich geil. Das ist bequem und das ist auch toll gemacht. Sicherlich kann man das hier auch ganz spartanisch kaufen. Will das Fass jetzt hier an sich auch nicht schlecht machen. Ich glaube, das ist gut verarbeitet und fahren tut sich da top. Das pumpt auch schnell. Gut, das ist eine Vogelsangpumpe, oder? Das pumpt auch wirklich gut, also da will ich auch nichts schlecht reden. Aber wenn ich nochmal die Wahl hätte, ja, würde mir was holen, ich würde ein Vakuumfass, Kotte Vakuumfass mitnehmen. So, wie komme ich eigentlich zu dem Ding? Ja, das hat der Betrieb besorgt, mit dem ich zusammenarbeite, die ganze Kombi hier. Also ich weiß nicht, wer Ulf ist, der da dran steht. Ich kenne da keinen. Das Ding ist hier einfach angekommen und nutze das jetzt mit und dann fährt das jetzt am Freitag dann auch wieder mit meinem Fass gen Süden. Soweit erstmal. Ich muss auch sagen, so langsam fühle ich hier den Zubringer-Lifestyle, um ehrlich zu sein. Ist deutlich entspannter als Ausbringerfahren, zumindest mit Strip-Chill. Ja? Wenn man hier so Bummig oder Scheibenecke fährt, ist Ausbringerfahren easy. Aber ansonsten hier ist so, man ist nicht so angespannt. Guckt nicht die ganze Zeit so angespannt in den Spiegel und in die Kamera. Also sagt mir fast ein bisschen zu, um ehrlich zu sein. Ich werde morgen auch nochmal einen halben Tag so machen. Gefällt mir gut.